Ich weiß, es ist noch früh und wahrscheinlich interessiert es auch nicht so wirklich viele Leute, aber auf meiner Animal Crossing Insel liegt Schnee. Ich kriege jetzt auch endlich mal Seasonal DIYs. Ich habe im Herbst einfach gar keine Seasonal DIYs bekommen. Oh mein Gott, meine Stimme. Guten Morgen und willkommen zu Vlogmas Day 11. Ja, ich glaube, es ist 11. Ich habe gerade Haare gewaschen, wie ihr schon sehen könnt. Und ich habe 4 Stunden Vorlesung vor mir. Und laut Stundenplan diesmal finden die alle auch wirklich statt auf Zoom. Also schauen wir mal, ob das dann tatsächlich der Fall ist. Ja, abgesehen davon muss ich heute ein bisschen was lernen für meine Prüfung am Montag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, euch gefällt Vlogmas bis hier. Schreibt mir mal in die Kommentare so ein kleines Feedback, wie ihr das findet, ob euch irgendwas stört oder ob ihr irgendwelche Wünsche für irgendwas habt. Ich muss noch meinen Adventkalender aufmachen. Das ist immer etwas schwierig mit einer Hand. Moment. Okay, es ist 8:27 Uhr. Ich sollte jetzt echt mal in meine Zoom-Meetings einsteigen. See you in der Timelapse. Ich habe gerade meine erste Vorlesung abgeschlossen, die erste von 4, und wir haben gelernt, dass... Moment, da kommt eine Nachricht rein. Vorlesung abgesagt. Vorlesung 2 von 4 findet nicht statt. Oh, come on. Naja, ich habe gerade eine Vorlesung zur Osteoporose gehabt. Für alle, die es nicht wissen, Osteoporose ist eine Erkrankung, die vor allem im Alter auftritt. Da kommt es dann zu einer Struktur- und Architekturstörung des Knochens, sagen wir in der Klinik immer. Beziehungsweise werden die Knochen einfach weniger dicht und deswegen steigt das Frakturrisiko, also das Knochenbruchrisiko extrem an. Das ist bei alten Menschen insofern der Fall, weil wir als Menschen eigentlich ab 30 bis 35 Knochendichte abbauen. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Aber ja, Knochenstoffwechsel ist ziemlich komplex. Es ist so, wie gesagt, es gibt so diese Big Bone Mass, also das ist die maximale Knochendichte, die wir in unserem Leben erreichen können, und diese ist eben so um die 30 Jahre herum erreicht. Und von da an geht es quasi bergab, und bei Frauen macht das dann mal so einen Knick nach unten, wenn die in die Menopause, also in einen Wechsel kommen, weil das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, obwohl Männer auch Östrogen haben, das schützt den Knochenaufbau, und wenn das wegfällt, dann ist mehr Abbau als Aufbau da, und das führt halt dann dazu, dass die Knochendichte abnimmt. Jedenfalls haben wir jetzt gerade drüber gelernt, wie man das behandeln kann und so, aber auch, wie man es vorbeugen kann. Und der Professor hat gemeint, dass die eigentliche Prophylaxe nicht irgendwelche Vitamin-D-Tropfen oder so sind, sondern eigentlich ist es am wichtigsten, dass man ausreichend Bewegung macht, weil man kann einen Knochen und die Knochendichte nur trainieren, indem man den Muskel trainiert, weil der Muskel dann Zug auf den Knochen ausübt und somit halt indirekt Druck ausübt. Da denkt sich der Körper dann, mehr Belastung, wir müssen den Knochen dichter machen, damit er nicht bricht. Und das geht aber nur bis ca. 30 bis 35, und ab da sinkt eben dann diese Kurve, und je weiter oben man beginnt, desto weniger tief kann sie sinken. Das macht irgendwie Sinn, oder? Wenn ich dann schon da herunten bin und sie sinkt, ist das nicht so ideal, weil dann habe ich schneller eine osteoporotische Knochendichte. Und das Problem an der Osteoporose ist eben, dass es im Alter dann vermehrt zu Frakturen kommen kann, und Frakturen bei alten Menschen sind nicht lustig. Es heilt nicht mehr so gut, weil die Regenerationsfähigkeit des Körpers ja mit dem Fortschritt des Lebens irgendwie abnimmt. Der Professor hat auch gerade noch gemeint, dass es vielleicht nicht so schlecht wäre, wenn ab 50 oder so man Vitamin-D-Substitution nimmt, gerade in unseren Breiten, wo es im Winter ja doch nicht so viel Sonne gibt, dass man das irgendwie natürlich aufnehmen könnte. Und eben das Allerwichtigste ist Bewegung und die gesunde Ernährung, damit der Kalziumhaushalt passt und generell auch der Stoffwechsel. Also das ist a little bit of information for you. Ich überlege jetzt gerade, was ich noch mache, weil ich habe jetzt irgendwie so eine Pause zwischen meinen Vorlesungen. Hey Siri. Please set an alarm for 10:13. I've turned on your 10:13 alarm. Hey Siri. Uh-huh. How are you doing today? Not too shabby. Thanks for asking. You're welcome. Not too shabby. Ich
bin gerade mit meinen Vorlesungen fertig geworden für heute. Die anderen haben dann Gott sei Dank stattgefunden. Es war nur die zweite, die ausgefallen ist, ganz spontan. Die Themen von heute waren Osteoporose. Das zweite wäre so Infektionsgeschehen im Alter gewesen. Und das dritte war Hörverlust im Alter. Und das vierte war jetzt über so Heimaufenthaltsgesetz, Unterbringungsgesetz und Pflegegeldgesetz. Also allesamt recht wichtige Themen in der Geriatrie. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mein Video von gestern noch fertig mache, also das heute online geht, das ihr gestern gesehen habt. Und danach werde ich ein bisschen was für meine Prüfung am Montag lernen. Das ist eine Prüfung über wissenschaftliches Arbeiten, also so Studien, Experimentsregelungen und Ethik und Tierethik und ich weiß nicht, was sonst noch dabei ist. Probenregelungen, Forschungen, Tierethik, EDV, Datenbanken und sowas. Also so statistische Sachen quasi. Ich lerne gerade für wissenschaftliches Arbeiten und da lernt man halt so über Papers und über den Aufbau von Studien und wie man am besten publizieren kann, auf was man aufpassen muss, die ethischen Richtlinien und so weiter und so fort. Unser Professor hat uns da ein paar Videos aufgenommen, was in diesem Fall ganz praktisch ist, weil das Thema recht umfangreich ist und auch recht, ich will nicht sagen trocken, aber es ist halt sehr unorganisch. Das heißt, für den oder die Durchschnittsmediziner vielleicht nicht ganz so einfach, sich das Ganze zu merken. An dieser Stelle möchte ich euch gerne mal Danke sagen fürs Anschauen von Vlogmas, von den ganzen Videos und für das ganze tolle Feedback. Das ist echt wirklich jeden Tag mega schön, eure Kommentare zu lesen und auch auf Instagram und auf Snapchat und so die ganzen Kommentare zu bekommen. Das ist echt super. Also vielen Dank. Danke fürs Anschauen von den Videos. Hier nochmal die Einladung dazu, dass ihr mir mal ein kurzes Feedback in die Kommentare schreibt, wie ihr die Videos generell so findet, wie ihr, keine Ahnung, das Format findet, die Upload-Zeit. Tell me in the comments. Ich glaube, ich werde es dann noch ein bisschen weiterarbeiten, damit ich meine Lernziele für heute erreiche. Ich werde hier, glaube ich, jetzt noch ein paar Stündchen vor dem Bildschirm verbringen. Also in diesem Sinne, danke fürs Anschauen von diesem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es voll cool, wenn ihr mir das zeigt, indem ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns morgen. Ciao!